Auch von meiner Seite herzlich willkommen und guten Morgen. Freut mich sehr, Sie alle heute physisch hier zu begrüßen und natürlich auch alle unsere Teilnehmer online. Und jetzt würde ich eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Darum würde ich eigentlich ganz herzlich den Felix Binschädler von der ON AG begrüßen und ihm entsprechend das Wort übergeben. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich glaube, es freut sich alle, wieder mal so ein Event zu machen. Darum tut das jeder gerne noch betonen und alle herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Felix Binschädler. Ich bin seit 2,5 Jahren bei ON und da für Geschäftsprozessmanagement zuständig. Ich habe es vorher erwähnt, so Events sind sehr selten der Fall. Deswegen bin ich in den letzten 1,5 Jahren habe ich sicher nicht mehr physisch so viele Leute gesehen. Von dem her danke ich jetzt schon für eine gewisse Nachsicht, dass nicht alles so reibungslos funktionieren. Ich möchte kurz fragen, wer kennt ON AG nicht? Niemand, gut. Falls Sie heute mit der Hoffnung gekommen sind oder der Erwartung, dass wir bei ON das Patentrezept für Geschäftsprozessmanagement gefunden haben, muss ich Sie leider enttäuschen. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie gerne auf unsere Reise mitnehmen. Warum haben wir Prozessmanagement eingeführt? Was sind die wesentlichen Treiber dahinter gewesen? Wie haben wir das umgesetzt? Gerade auch in dieser schwierigen Situation von der Pandemie. Nicht ganz ein einfaches Unterfangen gewesen. Bevor ich dann aber ins Thema einsteige, möchte ich Ihnen ganz kurz noch etwas zur Entstehungsgeschichte von ON erzählen. Sie kennen zwar offenbar alle ON, aber vielleicht nicht ganz alle Details. Und am Schluss natürlich auch noch einen kleinen Ausblick geben über Prozessmanagement. Was machen wir oder werden wir zukünftig weiterhin machen rund ums Thema Prozessmanagement, bevor es dann in den Abschluss und in die Fragerunde geht. Das Unternehmen ist gegründet worden aus der Überzeugung, dass das Laufgefühl bei den Laufschuhen irgendwie besser geht. Der Olivier Bernhard war damals Duathlon- und Triathlon-Athlet, Profi. Und hat einfach gefunden, irgendetwas fehlt. Und durch das ist dann die Idee entstanden, eventuell sogar mit Gartenschläuchen erste Prototypen zu bauen. Sie sehen hier auf dem Bild die ersten Versuche, wie das ausgesehen hat. Noch ziemlich primitiv, würde ich sagen. Vielleicht erkennen Sie auch das Modell, das für diese Versuche anheben musste. Das war der damalige Nike Zoom Air. Die Gründer haben sich irgendwann auch die Frage gestellt, was, wenn ich meinen favorisierten Laufschuh jeden Tag, den ganzen Tag und überall könnte tragen. Aus dem heraus, oder die Bewegung ist sicherlich auch vorangetrieben worden durch Tech-Grössen in den USA, wo ich sage jetzt mal, das Tragen von Laufschuhen salonfähig gemacht haben im beruflichen Alltag. Allen voran sicher auch an Steve Jobs, der bei seinen Keynotes immer in Turnschuhen auftreten ist. Wie hat sich das Geschäftsmodell aufs Geschäftsmodell übertragen? Durch den Leitsatz sind eigentlich 3 Kategorien entstanden. Einmal Performance Running, wo ON klassischerweise herkommt mit den schnellen Laufschuhen. Performance Outdoor, ein wichtiger Bereich, der immer stärker jetzt auch am Wachsen ist. Bergläufe etc. Und Performance All Day. Ich habe das eine oder andere Modell heute schon entdeckt bei Ihnen. Von dem her also sicher eine wichtige Kategorie für den Erfolg von ON. Ganz nach dem Motto Never Not On, für jede Gelegenheit einen Schuh anzubieten. 10 Jahre später sind wir da, wo wir heute sind. Produktinnovationen, verschiedenste, eine breite Anhängerschaft, also die ganze Läufer-Community ist ein wichtiger Bestandteil vom Erfolg und ein einzigartiger Marktansatz haben dazu geführt, dass ON aktuell die schnellst wachsende Laufsportmarke ist. Und die globale Präsenz erstreckt sich über 50 Länder und mit einem grossen, breiten Retail-Netz mit fast 8000 Premium-Partnern sind wir gut vertreten. Präsenz auf den Märkten in der Schweiz, wissen Sie das vielleicht, ist das keine grosse Überraschung, sind wir schon länger auf Platz 1. In Deutschland, wo der zweitgrösste Laufschuhmarkt auf dieser Welt ist, sind wir auf Platz 4. In Österreich auf Platz 3. USA ist der grösste Laufschuhmarkt auf dieser Welt. Dort sind wir aktuell auf Platz 6. Und wenn der Wachstum in den nächsten 12 bis 18 Monaten weiter so geht,
sollten wir da auf Platz 5 vorstoßen. Und dasselbe gilt für Japan, wo übrigens der drittgrößte Laufschuhmarkt auf dieser Welt ist. Wir haben 8 Offices, 8 Büros auf dieser Welt. Das hier in Zürich ist wirklich nur gerade 200 Meter in die Richtung, sehr nah. Und sonst sind wir sehr gut und breit aufgestellt. Wir haben natürlich auch die eigene die E-Com-Plattform und eigene Online, wo das Wachstum zusätzlich stärkt. Und wer steckt hinter dieser Erfolgsgeschichte? Die meisten kennen vermutlich die 3 wichtigen Personen schon aus den Medien. Wir haben ganz links, der Caspar Coppetti, er ist Mitgründer und für Global Sales zuständig. Dann haben wir den Marc Maurer, er ist Co-CEO und COO. Dann haben wir den Olivier Bernhard, er ist ebenfalls Mitgründer und verantwortlich für die Forschung und Entwicklung. Alles rund ums Produkt. Und dann haben wir den Martin Hoffmann in der Mitte. Er ist Co-CEO und CFO und leitet neben dem Finanzbereich auch Talent und IT. Der Roger muss ich nicht vorstellen, er ist Investor, er ist nicht Mitgründer. Und rechts haben wir den David Allemann, er ist global verantwortlich für das Global Branding und Marketing Beyond. Dann noch ganz kurz zum Abschluss ein Slide, wo wir eigentlich fast monatlich überarbeiten müssten. Wir sind nämlich inzwischen bei fast 1000 Mitarbeitenden angelangt, haben mit über 45 Nationalitäten eine hohe Internationalität allgemein und mit einem Durchschnittsalter von knapp 32 sind wir sicher sehr ein junges Unternehmen. Nicht nur weil wir erst seit 11 Jahren gibt, sondern weil wir auch wirklich viele junge Mitarbeitende haben. Wir haben fast 50% weibliche Mitarbeitende in Führungspositionen, eine Zahl, wo wir sicher auch stolz drauf sind. Auf der Restseite kommen ja die Slides auch noch über, Sie können dann gerne auf das eine oder andere Detail noch eingehen. Ich möchte jetzt aber gerne ins Thema einsteigen und Sie mit auf unsere Reise nehmen. Wie gesagt, mir ist es wichtig zu sagen, dass es unsere Reise ist und ich von unseren Erfahrungen möchte berichten. Ich habe es eingangs gesagt, es ist nicht das Patentrezept und auch nicht unbedingt, es ist nicht der Erfolgsfaktor, warum On da ist, was es ist, ganz klar. Zwischen 2010 und 2018, also seit der Gründung bis 2018, hat man eigentlich sehr wenig oder keine Prozesstransparenz gehabt. Also praktisch nichts dokumentiert. Und man ist bis Ende 2018 auch noch mit relativ überschaubarer Größe gewesen, mit knapp 450 Mitarbeitenden. Man hat viele Verbesserungen dann eigentlich ad hoc und eher sehr reaktiv gemacht. Das Bedürfnis ist gekommen, man hat das deckt und ist dann eigentlich weitergegangen. Anfang 2019, als ich bei On angefangen habe, war der Fokus ganz klar auf dem Kundenservice gewesen. Unser Happiness Delivery Team, wie wir das nennen, mit dem Wachstum vom Geschäft ist dann auch quasi analog der Kundenservice gewachsen. Und das Hauptziel für mich oder der Auftrag war, einmal zu verstehen, diese Situation aufzunehmen. Wie machen wir unseren Prozess im Kundenservice und zwar global. Wir haben versucht herauszufinden, welche Region macht ihre Prozesse am effizientesten, wo können wir davon lernen und haben das aufgenommen. Und wie gesagt, das Ziel war global eine Abstimmung anzubringen und versuchen, die Synergien zu nutzen, die es sicherlich gibt. Und auch verstehen, warum sind gewisse Unterschiede überhaupt entstanden in diesen Regionen. Damals haben die Workshops noch so ausgesehen, ziemlich oldschool. Ich hoffe, wir werden bald wieder in dieser Situation sein, dass wir physische Workshops durchführen können. Wir haben auf der linken Seite gesehen, dass wir die modellierten Ist-Prozess damals ausplottet und sind mit den Fachexperten aus den verschiedenen Regionen an jeden Prozess angegangen, also vom Händler über Endkundenbestellprozess, über Garantie- und Retourenprozess, wo in der heutigen Zeit halt einfach ein wesentlicher Bestandteil vom Geschäft halt ausmacht oder dass man das möglichst effizient macht und haben so einmal ein erstes Bild uns machen können. Dann die immer grösser werden transaktionale Daten und vor allem die transaktionalen Prozesse sind zunehmend zum Problem geworden für
für unser System, unsere Systemlandschaft. Und die Anforderungen an Bewegungs- und Stammdaten sind komplexer und grösser geworden. Darum hat man Ende 2019 dann auch den Entscheid gefällt, ein neues ERP einzuführen. Die damalige, ich sage jetzt mal, Flick-ERP-Lösung, die wir hatten mit Salesforce, Ascent und Financial Force, hat man zwar über die letzten 10 Jahre können für die eigenen Bedürfnisse entwickeln, aber hat man einfach gemerkt, jetzt ist man an der Kapazitätsgrenze von dem Tool oder dem System gestoßen. Vom Projektumfang her ist ziemlich schnell klar gewesen, dass alle Abteilungen und Prozesse, die irgendwo in dieser Systemlandschaft stattgefunden haben, auch automatisch in dem ERP-Projekt mit drin haben müssen. Also ERP, der Entscheid, das ERP machen, ist für uns mitunter einer der wichtigsten Treiber gewesen, dass wir Prozessmanagement machen und vor allem eigentlich die Gelegenheit nutzen, um Prozessmanagement aufzubauen. Auf die Folie möchte ich nicht im Detail eingehen, auf die Projektphase. Ich möchte aber gerne aufzeigen, das ist vom Implementierungspartner, sind das Projektphasen gewesen, wo wir umgesetzt haben. Ich möchte aber gerne anhand von diesen Projektphasen aufzeigen, was hat der Aufbau von Prozessmanagement bei uns vorangetrieben und unterstützt. In der Diagnosephase haben wir zuerst mal uns überlegt, welche Ende-zu-Ende-Prozessketten haben wir. Welche gehören in das Projekt rein vom ERP? Welche sind tangiert? In einem zweiten Schritt haben wir die entsprechenden Teilprozesse natürlich identifizieren müssen und auf dieser Landkarte platzieren und sind dann in die Modellierung und Validierung gegangen. In einem dritten Schritt und ein wesentlicher Bestandteil selbstverständlich ist, dass Prozesse im Kontext vom ERP und dem Umsystem auch wieder getestet werden und auch die Ergebnisse, wo man erwartet, aus diesen Prozessen erhalten. Und im vierten Schritt ist es dann darum gegangen, dass wir unsere Endanwender mit einem neuen Soll-Prozess schulen kann. Und das ist dann eigentlich somit wieder der Abschluss von dem Teil mindestens. Der zeitliche Rahmen war 12 Monate. Also wir haben im April 20 angefangen und im Mai 2021 dann die erste Implementation gehabt. Es geht noch weiter, es gibt noch weitere Regionen, die ausgerollt werden. Bevor wir überhaupt angefangen haben mit Level 1 und 2 oder Ebene 1 und 2 definieren, haben wir ein Rahmenwerk geschaffen, das für das ganze Projektteam und alle Schlüsselpersonen oder Fachexperten aus den Abteilungen geholfen hat, einzuordnen, wenn wir von einer bestimmten Ebene gesprochen haben, um welchen Detaillierungsgrad es sich handelt. Wir haben auf der Ebene 1 wirklich die banale Unterscheidung gemacht zwischen Kern-, Führungs- und Unterstützungsprozess. Mehr nicht. Und auf der Ebene 2 haben wir dann die Ende-zu-Ende-Prozessketten auf dieser Landkarte Ebene 1 schon mal eingeordnet. Ich zeige Ihnen nachher noch ein Beispiel. Und auf der Ebene 3 haben wir dann pro Ende-zu-Ende-Prozesskette wiederum die einzelnen Teilprozesse identifiziert. Und wir haben sie auch nach Bereich aufgeschnitten oder geschnitten. So. Auf Ebene 4 sind wir dann eigentlich erst in die in die Modellierung hineingegangen, also das Detail von einem Prozess. Und auf der Ebene 5 haben wir das unterstützt oder mit Prozess, mit Arbeitsanleitungen, die analog zu den Teilprozessen verknüpft worden sind. Ich kann vielleicht noch kurz sagen, Ebene 1 und 4, das ist alles in Adonis ersichtlich und alles dort abgebildet. Und wir haben auf den Teilprozess auf der Ebene 4 wiederum die Verknüpfung auf unsere Dropbox, unser Dropbox-Datenmanagement-System, wo man direkt über einen Link auf die Dokumente kommt. Ich habe es am Anfang gesagt, ganz am Anfang vom Projekt, nach diversen erfolglosen Versuchen auch, um irgendwie auf eine schlaue Prozesslandkarte Ebene 1 und 2 zu kommen, sind diverse Versuche ziemlich erfolglos versandet. Von meiner Seite, es ist nicht ganz einfach gewesen, einerseits, weil das Projekt ziemlich im Eiltempo angefangen hat. Wir haben nicht irgendwie Zeit gehabt, noch über ein halbes Jahr oder mehrere Monate raus global über Bereichsleiter einen gemeinsamen Nenner oder ein
gemeinsames Bild zu entwickeln, wie Sie das vielleicht selber aus Ihrer Erfahrung kennen. Ich bin am Schluss eigentlich mit dieser Variante aufgekommen und habe das selbstverständlich mit dem Projektmanagement-Team und dem Steuerungsausschuss absegnen. Und für uns ist es in dem Moment und vor allem auch im Kontext mit dem ERP in Ordnung gewesen und absolut ausreichend, einmal die grobe Unterscheidung zu machen, was sind für uns Kernprozesse, was sind Supportprozesse und welche von diesen Bestandteile sind von dem Projekt. Jetzt möchte ich aber gerne auch noch auf Basis von dem Beispiel Order to Cash B2B, also von der Anfrage von einer Bestellung oder Eingangsbestellung bis zur Ausführung und Lieferung, möchte ich Ihnen kurz die Ebene mit dem Beispiel erklären. Ist vielleicht nicht ganz so selbsterklärend, wenn man es erst mal sieht. Wir haben zuerst mal durch die grauen Quadrate eine Unterscheidung gemacht zwischen Kundensegment. Das sehen Sie jetzt markiert. Und die blauen Kästchen repräsentieren Teilprozess pro Kundensegment. Teilprozess, wo übergreifend, über das Kundensegment übergreifend inhaltlich identisch sind, haben wir hoch dargestellt, also überlappend dargestellt. Und solche, die sehr spezifisch sind, sind dann tatsächlich auf dem Kundensegment platziert worden. Wenn man jetzt die Händler anschaut und Key Accounts, dann sind das alle Teilprozesse, die möglicherweise vom Anfang bis zum Ende involviert sind und durchgelaufen werden. Für die Konsignationslagerkunden sind das entsprechend die und für Distributionskunden wären das die Prozesse. Wir haben vertikal noch zusätzliche Sicht integriert, und zwar die funktionale Verantwortung für die Teilprozesse. Für uns ist das, oder hat es einfacher gemacht, einerseits den Scope der Workshops zu definieren und andererseits aber auch klar sagen, wer muss dabei sein und wer ist im Lead, wer sitzt den Prozess. Und es hat uns wirklich vereinfacht und weniger Koordination, weniger Abstimmung ist auch nötig zwischen den einzelnen Abteilungen und Teams. Gut, nachdem Ebene 1 und 2 klar sind, ist es ja dann in die Modellierung von den identifizierten Teilprozessen gegangen. Wir haben uns an BPMN 2.0 Standard gehalten in der Modellierung der Diagramme. Die einzige Abweichung, die wir gemacht haben, ist, dass wir die Schwimmbahnen nicht für die Verantwortlichkeit genutzt haben, sondern eine Systemsicht hineingebracht. Das ist für unsere Implementierungspartner wahnsinnig informativ gewesen und wichtig, weil er durch das sofort erkannt hat, wo gibt es Schnittstellen zwischen unserem ERP-System, was übrigens Microsoft Dynamics ist, und den möglichen Umsystemen. Es hat auch sehr schnell dann gezeigt, gibt es irgendwo mögliche Change Requests oder sind die Prozesse, wie man sie durchführen, so auch abbildbar in dem System. Eine grosse Herausforderung allerdings war, dass wir mit den Fachexperten nicht allzu fest auf den Ist-Prozess konzentriert haben, sondern auch immer wieder im Blick gehabt, wie soll der Soll-Prozess aussehen. Also Sachen, die wir wissen, die schlecht laufen, unbedingt eliminieren und einfach einmal die Hypothesen aufstellen, weil unsere Fachexperten, die haben ja das neue System noch nicht kennt. Und darum ist es für mich wichtig, dass die Workshops in eine Richtung zu steuern, dass man sagt, wenn ihr das jetzt wünschen könntet, wie soll der Prozess optimal ablaufen, dann lassen wir uns das modellieren, weil am Schluss auch die Validierung wiederum durch den Implementierungspartner systemseitig ebenfalls stattgefunden hat. Gut. Nachdem Teilprozess modelliert sind, haben wir am Schluss die Prozessketten und die Teilprozesse validieren. Das ist nicht ganz einfach gewesen, weil wir uns physisch nicht treffen konnten. Deswegen, es ist aber nichtsdestotrotz nicht irgendwie ein Ende gewesen für
die Prozessbegehung Ende zu Ende. Wir haben uns dann für eine virtuelle Variante entschieden. Und zwar haben wir da ein Miroboard genutzt, wo wir die Ende-zu-Ende-Prozessketten wirklich von A bis Z können aufzeigen mit diesen Teilprozessen und gewisse Abhängigkeiten über die Linie auch gemacht hat. Selbstverständlich, ich habe es auch eingangs erwähnt, muss man die neuen Prozesse im ERP und im System testen. Unsere Prozessdiagramme haben einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass wir von diesen Prozessen, die für jeden visuell einsehbar war, Testfälle abzuleiten. Also was müssen wir aus diesem Prozess heraus testen, um zu sagen, jawohl, alle Ergebnisse stimmen, die gehen an die entsprechenden Empfänger und so haben wir, oder die einzelnen Streamleads haben ihre Testfälle können ableiten und die Resultate erfassen. Wir haben dafür Microsoft DevOps genutzt. Und wenn wir gemerkt haben, dass irgendwie durch das Testen von einem Prozess der falsch war, haben wir natürlich wieder retrospektiv auch die Prozesse können anpassen. Die Prozessbibliothek und die Flussdiagramme, die wir entwickelt haben ebenfalls einen wesentlichen Beitrag geleistet, um für die Trainer die Schulungsunterlagen zu erstellen. Einerseits, weil wir schon mal eine grosse Basis da haben, ein klares Verständnis vom Prozess, aber auch können abzugrenzen. Wenn Sie mehrere Trainer haben, ist es wichtig, dass es klar ist, von wo bis wo tut man den Anwender schulen. Das hat das unterstützt. Außerdem ganz wichtig ist, oder eines von unseren obersten Zielen ist, dass die Unterlagen empfängergerecht sind. Wir haben keine Zeit gehabt, um irgendwelche komplizierte Modellierungsnotationen zu erklären, sondern haben eigentlich zwei Varianten gewählt für die Schulung. Einerseits ein vereinfachter, auch wieder mit Miro, ein vereinfachter Prozess, der das grobe Ganze, das grosse Ganze erklärt und sogar farblich auch markiert, wo das in welchem System stattfindet. Also das ist ein Vereinfacher gewesen, der sehr gut funktioniert hat, um mal das grosse Ganze zu erklären. Selbstverständlich haben wir dann aber auch die Adonis-Diagramme eingesetzt. Und in Zusammenarbeit mit den Arbeitsanleitungen ist das eigentlich ein komplettes Paket gewesen. Gewisse Trainer sind auf noch kreativere Varianten gestoßen. Wir haben da einen Prozess, der noch bildlicher, noch visueller dargestellt ist. Das ist von einer Trainerin entstanden, die das Verkaufsteam geschult hat und sie hat gefunden, das ist für sie noch einfacher, noch intuitiver zum Folgen. Im Wesentlichen geht es aber genau ums Gleiche. Wer löst was aus und muss es wie oder in welchem System machen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen für einen entsprechenden Empfänger. Jetzt vielleicht noch ein paar Facts und Figures von dem Unterfangen. Wir haben eben 8 Ende-zu-Ende-Prozessketten definiert und entsprechend 110 Teilprozesse modelliert in Adonis. Ich habe einmal in meinem Kalender in diesem Zeitraum mal erzählt, wie viele prozessbezogene Workshops das wir durchgeführt haben und bin auf 131 gekommen. Und in der Regel hat es auch zwischen 2 bis 5 Iterationen gebraucht, bis wir eine finale Version von einem Prozess hatten. Jetzt ganz klar aus dem Kontext von einem ERP-Projekt. Es sind für uns die wesentlichen Vorteile hervorgekommen. Also einerseits, wie gesagt, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Ich glaube, jeder von Ihnen kennt die Situation, dass wenn Sie mit 4 Mitarbeitern aus einem Team reden, da haben Sie im schlechtesten Fall 4 Varianten von einem Prozess. Und wir haben das auf jeden Fall reduzieren und vermeiden. Außerdem hat uns Prozessmanagement im Projekt auch geholfen, bisherige Leistungen sicherzustellen und zu wahren, aber auch gewisse Leistungen zu verbessern, wo wir wissen, die sind verbesserungswürdig. Ableiten von Testfällen, um das ERP und um das System zu validieren und am Schluss eben auch für die Schulungen von den Anwendern. Für uns als Unternehmen haben sich aber auch andere Chancen ergeben. Einerseits können wir mit dieser Prozessbibliothek sehr viel einfacher, sehr viel effizienter neue Mitarbeitende einführen und haben jetzt eine globale Prozesstransparenz, was es vorher so noch nicht gegeben hat. Und
auch schon mal ein Fundament gelegt für das Einführen und das Entwickeln von einem internen Kontrollsystem. Und zuletzt haben wir auch Prozessautomatisierungen im Zug vom Implementieren von der ERP-Lösung umgesetzt und haben gemerkt, dass wir eigentlich sehr viel schneller Robotic Process Automation Projekte können umsetzen durch das. Und wir werden natürlich nicht stehen bleiben, wir werden einige Sachen weitermachen. Das Prozessorganisation ist ein wichtiges Thema, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Wir werden mittellangfristig aber auch Prozesse messen und können vergleichen. Und am Schluss auch die Prozesse, die jetzt im ERP umgesetzt worden sind, überprüfen, ob das übereinstimmt mit dem, wie wir es damals designt haben. Jetzt zum Schluss noch ganz kurz, wenn ich 2-3 Minuten habe, ich will noch kurz ein Video zum Abschluss zeigen und bin nachher gerne für Fragen für Sie da. Professional, semi-professional, committed amateur, weekend warrior, enthusiastic newcomer. Whether we compete, used to compete, have no ambitions to ever compete at all. Whether it's just for the pure joy and fun of getting out and moving. No matter our ability, our drive, there is one thing that connects all people. The power that comes from the positive spirit of sport, the athlete spirit. That contagious positivity of people at their best. Not just athletes, of all people when they're given the opportunity to be at their best. Embodied in what we call the human spirit. The celebration of what can be achieved when we put our minds and bodies to it. When they conspire to work together and do this most complex network of muscles reacting, of intricate nervous systems and pumping blood, of neurons firing and organs and limbs responding. One amazing piece of machinery. Ready, waiting, eager to leap into action. To set out on missions into the unknown, of discovery, of self, of others, of family, team, community, of what we might be made of when the going gets just that little bit tough, of curiosity, what ifs and why nots, of how far, how high, how fast, of what's around the next corner, that next ridge, over the top of the mountain, beyond the horizon's haze, of possibility. It's not just about the products or innovations we constantly create and refine. It's about all those things these products allow us to get out and do. Experience. Feel. That's what we're about. And why, when we say we are a proud sponsor of the human spirit, what we mean is we are 100% about celebrating the incredible things that can and do happen when not just a select few, but when all people are given the opportunity to be at their very best.